Hallo Leute, ich möchte euch heute erklären, wie ihr Milchreis im Reiskocher kochen könnt. Und das ohne jede Sauerei und es schmeckt wie aus dem Kochtopf, versprochen. Wie das funktioniert, erkläre ich euch. Ich habe hier 250 Gramm Milchreis, den gebe ich schon mal in meinen Reiskocher. Dazu kommen 500 Milliliter Wasser. Nicht erschrecken, ich erkläre es euch gleich. Und eine Prise Salz. Aber eine Prise Salz ist beim Milchreis ja ganz normal. So. Dann Deckel zu und dann im Sushi-Modus garen lassen. Und Start. Und zwar liegt das daran, wenn ihr Milch in einem Topf kocht und auch noch einen Deckel drauf macht, dann wisst ihr, was passiert. Die Milch kocht über, ganz egal, was ihr macht. Deswegen der Milchreis, den koche ich mir jetzt erst in Wasser vor und, wie einige vielleicht von euch bemerkt haben, ich habe deutlich weniger Wasser, als man normalerweise oder beziehungsweise im Verhältnis zur Milch, was man normalerweise an Milch verwenden würde. Normalerweise hätte man 1 Liter Milch auf 250 Gramm Milchreis. Ich habe jetzt 250 Gramm Milchreis und einen halben Liter Wasser. Und wie wir daraus jetzt einen leckeren Milchreis zaubern, das verrate ich euch gleich. Das Sushi-Programm ist jetzt gerade ausgelaufen. Der ist jetzt automatisch in den Warmhaltemodus übergesprungen. Und jetzt gucken wir uns mal an. Also der Reis ist jetzt noch ziemlich fest, der ist noch nicht wirklich gar. Und jetzt geht es an eigentliche Milchreis machen. Und zwar kommen jetzt 250 Milliliter Milch dazu, ein Päckchen Vanillezucker, wobei das ist nicht unbedingt notwendig, das ist Geschmackssache. Und 250 Milliliter Sahne. So. Und dann das Ganze einmal schön umrühren, dass auch wirklich jedes Reiskorn sozusagen die Möglichkeit hat, die Milch-Sahne-Mischung aufzusaugen. Und dann machen wir den Deckel wieder zu und lassen den Milchreis jetzt noch ungefähr 20 bis 30 Minuten im Warmhalteprogramm quellen. Und zwar, wie funktioniert das? Durch das Kochen im Wasser habe ich eben dafür gesorgt, dass das Reiskorn aufplatzt und saugfähig wird. Man kennt das, wenn man normalen Reis kocht, also im normalen Wasser, nicht die Quellmethode, dann saugt sich der Reis mit der Flüssigkeit voll und wenn er zu lange auf dem Herd steht, dann habt ihr nachher verkochten Reis. Das liegt daran, dass der sich eben komplett voll saugt und da kein Ende kennt. Hier mache ich mir das zunutze, dass ich den eben in Wasser angare, aber nur mit ganz wenig Wasser, dass das Korn sich eben öffnet. Und dann kommt die Milch dazu und Sahne. Die Sahne brauche ich, um diesen Wassergeschmack aus dem Reis wieder rauszubekommen, dass er eben nachher wirklich schmeckt wie Milchreis aus dem Topf. Und jetzt lasse ich den eben 20 Minuten quellen und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe den Milchreis jetzt für 20 Minuten ziehen lassen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also wunderbar, fluffig, locker, genau wie Milchreis. Jetzt kommt noch ein bisschen Zimtzucker auf meinen Milchreis. Ihr könnt auch noch Apfelmus dazu machen, aber das ganz nach eigenem Geschmack. Und damit ist mein Milchreis fertig. Und ich verspreche euch, der schmeckt genau wie der Milchreis aus dem Topf. Nur ohne, dass euer Reiskocher danach aussieht wie die... Ihr wisst schon, was ich meine. Und der ist wirklich optimal. Probiert es aus und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob es bei euch auch so gut geklappt hat. So, in diesem Sinne, wir sind am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen!